Hin und wieder stellen wir fest, in Anführungszeichen, dass Unternehmen Microsoft Copilot oder ähnliche KI-Tools streng einzäumen und die Nutzung reglementieren, gleichzeitig aber GitLab Duo mit angebundenen LLMs zur Nutzung in der Codeentwicklung empfehlen. Daraus resultieren aus unserer Sicht gewisse sicherheitsrelevante Aspekte oder Sicherheitsrisiken. Und darüber wollen wir heute sprechen und gleichzeitig einen seriösen Weg erarbeiten, wie man diese Werkzeuge nutzen kann, ohne sich rechtlich oder regulatorisch angreifbar zu machen. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. Wir haben im Titel jetzt mal auf Copilot in der Sandbox abgehoben, einfach nur um ein Beispiel zu nennen. Copilot als Synonym quasi für die Nutzung von KI-Tools. Was bedeutet in dem Kontext jetzt nochmal wirklich Sandbox? Sandbox ist eine Umgebung, in der alles lokal verweilt oder eben in einer abgegrenzten Umgebung passiert, wo nichts nach außen dringen kann. Und wenn ich dann quasi als Unternehmen mich darauf sehr stark fokussiere, gleichzeitig aber die Nutzung von GitLab Duo mehr oder weniger freigebe, was hat GitLab Duo was bietet das an Möglichkeiten für ein Unternehmen? Es ist eine Möglichkeit, durch angebundene Large Language Models und eben Agenten, die mit verschiedenen Systemen zusammenarbeiten, Code zu bearbeiten, verändern und das eben schneller zu tun als der gemeine Entwickler möglicherweise. Das heißt, das steckt sozusagen in dem Duo drin. Wenn ich GitLab einfach als kollaborative Entwicklungsplattform begreife, dann drückt sich in Duo aus, dass ich in Richtung Code-Vibing und Code-Analysen dann arbeiten kann. Genau, in die Richtung geht das, ja. Was glaubst du, warum Unternehmen dann bei der Nutzung von ChatGPT, von Copilot, also wenn es um Fragestellungen geht, die Mitarbeiter zu bewältigen haben, sensibler eingestellt sind als bei Codeentwicklungen? Ich denke, das kommt so ein bisschen aus der Richtung, dass man nicht so genau weiß eben, was da im Hintergrund passiert. Und das ist bei der KI kaum anders. Also wir haben jetzt mit diesen Agenten, die außerhalb den Large Language Models noch was tun können, noch viel mehr Möglichkeiten. Da ist noch viel mehr, was eben kaum bekannt ist. Was passiert genau? Also wenn ich jetzt aus meiner internen abgeschlossenen Codeentwicklungsecke auf GitLab oder GitLab Duo gehe, was passiert mit meinem Code, wenn ich den dann innerhalb von Duo als, so nach dem Motto, für eine Analyse freigebe oder sage dem System, hey, schau mal, ob du da irgendwelche Fehler identifizieren kannst, was ja prinzipiell eine interessante Maßnahme wäre. Was passiert dann mit dem Code? Genau, also im Vergleich klassisch würde ich jetzt eine Frage machen, wo könnte ich jetzt was fixen? Und ein LLM würde mir sagen, an der und der Stelle kannst du was tun, weil... Und dieses Duo hat jetzt halt eben so einen Agenten mit inkludiert, der hingehen kann und diese Antwort nehmen kann aus dem LLM und wiederum seinerseits den Code anfassen, verändern und das direkt einchecken und in das Code Repository einpflegen kann. Das heißt, der Agent arbeitet wie so ein Entwickler mit vollen Zugriffsrechten, mit vollen Leserechten. Er bekommt also alles mit, was in dem Code drin steckt. Genau, also er kann im Zweifelsfall den vollständigen Code durchlesen und auch erfassen, was da an Zusammenhängen drin ist. Stimmt der Mythos, dass die LLMs dann über den Code sich auch weiter trainieren, also dass die weiter trainiert werden? Es gibt da Ansätze, das zu verhindern, aber man kann das jetzt erstmal nicht so direkt wissen, wenn man mit so einem Tool arbeitet, ob das so ist. Zumal wir haben ja im Vorfeld mal geschaut, was bei GitLab so an Datenschutzhinweisen formuliert ist. Da heißt es zwar, dass man Regularien gegenüber Google hat, im Sinne von Gemini, aber wenn jetzt noch andere Large Language Modelle angebunden sind, hat man ja quasi als Entwickler oder als Mensch, der mit dem Werkzeug arbeitet, keinen direkten Einfluss. Und kann sich quasi auch nur auf die Regeln oder die Datenschutzhinweise verlassen, die da formuliert sind. Richtig, das ist erstmal, ich weiß nicht so ganz genau, was passiert, wenn ich jetzt ein anderes System anbinden würde. Und diese Regularien können sich halt eben auch ändern. Das sind letztlich halt auch mehr oder minder nur AGB. Nun gibt es ja diesen Begriff Zero-Day Retention, der so ein bisschen umschreibt, dass der Code nur in dem Moment, wo er verarbeitet wird, vorgehalten wird, keine weitere Speicherung stattfindet.
Aber das ist ja jetzt irgendwie nicht wirklich das Problem, oder? Also ich meine, wenn die Verarbeitung durch ein LLM stattfindet, dann liest das LLM in dem Moment ja den Code. Ob er nun danach abgespeichert und irgendwo weggeschrieben wird oder nicht, spielt ja eher eine untergeordnete Rolle. Genau, also offiziell sind diese Zero-Day-Retention oder Zero-Data-Retention dafür gedacht, dass tatsächlich physikalisch verhindert wird, dass Sachen gespeichert werden. Allerdings wissen wir natürlich auch nicht, ob das wirklich so eingehalten wird. Das ist die eine Facette, genau. Aber die andere ist doch, nehmen wir mal an, es wird nirgendwo gespeichert und fliegt nur durch den Hauptspeicher, nur mal rein theoretisch. Dann würde das LLM ja trotzdem auf die Informationen zugreifen können, egal ob es nun gespeichert wird oder nicht. Genau. Also ist das nicht so quasi so ein Nebenkriegsschauplatz, wo man versucht darzulegen, naja, es gibt ja eigentlich gar kein Problem, weil wir speichern es nicht, wir verarbeiten es nur. Ja, man weiß jetzt letzten Endes nicht genau, was dann im Hintergrund wirklich in diesem LLM tatsächlich passiert. Ob das nicht doch vielleicht was mitnimmt, auch wenn es eigentlich nicht soll. Das heißt ja eigentlich auch, wenn ich on-prem, also wenn ich das quasi selber bei mir vorhalte, versus einer cloud-basierten Entwicklungsumgebung wie GitLab, spielt auch das eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, wenn ich dann ohnehin LLMs benutze, die irgendwo draußen in der Cloud verwendet werden. Genau, also ich könnte jetzt bei einem kompletten Self-Hosted-Ansatz hingehen und ein eigenes Language Model dahinter hängen, von Small bis Large, was auch immer ich möchte. Aber da habe ich dann natürlich die volle Kontrolle, nur kann man das auch schnell aufbrechen und ein hybrides Modell nehmen und dann wieder eins von den Modellen außen anhängen. Und damit hat man dann wieder eben nicht die komplette Kontrolle. Also ist das dann das eigentliche Problem? Also weniger die Frage, ob der Code jetzt dort gespeichert wird oder ob es eine Zero-Day-Retention oder was auch immer gibt. Ist das Problem, dass LLMs im Hintergrund Dinge tun, die ich nicht wirklich kontrollieren kann? Nee, das Problem geht noch mal weiter, weil ich ja jetzt bei diesem Duo zum Beispiel auch diese Agenten mit im Einsatz habe, die auf ganz andere Sachen über verschiedene Schnittstellen, das nennt sich dann Konnektoren, zugreifen können. Und da weiß ich mitunter auch nicht, was da genau nach außen getragen wird, was reinkommt. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch eine Abhängigkeit reinholen, die vielleicht Schadsoftware in den Code reinbringt, ohne das jetzt erstmal zu wissen. Und dieses Beispiel, was du im Vorgespräch genannt hast mit Medidata, wo Schnittstellendetails quasi im Code enthalten sind, was hat das für Implikationen? Wir haben jetzt erstmal Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen wir Schnittstellen implementieren. Und die geben diese Schnittstelleninformationen nicht immer vollständig raus. Das heißt, wir implementieren dann auf einer Vertrauensbasis, haben Details zu diesen Schnittstellen im Code und die stellen dann eben Informationen dar, wie sieht ein Anknüpfungspunkt aus, welche Parameter brauche ich, was kommt zurück. Und das könnte jetzt natürlich einem Angreifer wertvolle Informationen bieten, wie das System im Hintergrund aussieht. Das heißt, ich bekomme dann sozusagen, wenn ich auf diese Informationen zugreifen kann, einen Schlüssel für ein Eingangstürchen, um selber Daten irgendwo hinschmuggeln zu können, oder? Oder man könnte eben Rückschlüsse ziehen, was da jetzt für Daten drin sind und so weiter, um auch gezielt, ich sag mal, Phishing-Attacken über Mails wieder zu starten oder was auch immer. Das heißt, es ist schon ein sehr hohes Risiko darin, wenn ich solche API-Schnittstellen, Kommentierungen, was auch immer dort enthalten sind, an eine Quelle gebe, der ich nicht vollständig vertrauen darf. Oder was auch immer. Richtig, ja. Gibt es denn noch weitere Informationen, personenbezogene Daten, die in so einem Code enthalten sein können? Das kann durchaus vorkommen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Datenbankanbindung hat und hat da Sachen drin stehen. Normalerweise sollte man dafür sorgen, dass im Code sowas nicht drin steht, aber es kann natürlich vorkommen, ja. Genauso wie Credentials, also Zugangsinformationen zu Systemen, auch die sollten eigentlich nie eingecheckt werden in Code Repositories. Es kann aber immer mal vorkommen, wenn Menschen im Spiel sind. Man versucht das zu vermeiden, aber wenn sowas dann drin ist, hat man natürlich auch schnell einen Angriffspunkt. Spielt dann, sind wir wieder bei der Ebene, wo wir eben schon waren, spielt dann die Speicherung eine Rolle oder eher die Verarbeitung der Daten? Die Kombination aus beidem. Ja, ich wollte noch ein bisschen drauf rumreiten, wenn es sowieso eine Zero-Day-Retention gibt, die Speicherung, und ich würde darauf vertrauen. Aber die Verarbeitung und die Analyse der Daten, wenn ich da irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, personenspezifische Informationen verwendet habe,
ist das ein hochsensibler oder ein sehr riskanter Akt. Wie sähe denn dann aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht eine saubere Konfiguration aus, mit der man die Vorteile von KI-Tools nutzen kann, ohne sich neue oder andere Risiken einzukaufen? Man müsste im Wesentlichen hingehen, erstmal sich versichern, dass die angebundenen Tools abgeschottet sind, so einen Sandbox-Charakter zum Beispiel haben, und vor allen Dingen so wenig wie möglich erlauben, was diese Tools dann tun dürfen. Habe ich das denn dann tatsächlich bei GitLab Duo in der Cloud gehostet im Zugriff? Sehr eingeschränkt. Also da weiß ich sehr wenig, was tatsächlich passiert. Ich kann nur minimale Kontrollen machen auf meinem Repository, was passiert. Ist dann GitLab überhaupt die richtige Plattform für sensiblen, regulatorischen Code, der möglicherweise Facetten beinhaltet, die ich nicht nach außen geben will? Die Frage könnte man ja im Prinzip über alle diese Plattformen stellen, ob das jetzt GitLab ist oder GitHub oder Azure DevOps oder wie sie alle heißen. Erstmal nein. Ja, aber sagen wir mal so, das ist ja, deshalb reden wir ja so ein bisschen darüber, die Welt da draußen auch so ein bisschen zu sensibilisieren, dass es nicht unbedingt ausreicht, die Sandbox um die KI-Tools zu bilden, wo Menschen aus dem Büro, aus den verschiedenen Fachabteilungen arbeiten, sondern dass man sich eben sehr genau auch überlegen muss, was man auch in der Welt der Entwicklung, welche Tools man dort benutzt, wo man seinen Quellcode hinlegt und ob es eine Fragestellung gibt, den Code zu klassifizieren und sich möglicherweise vorher zu überlegen, was ich mit welcher Code-Ecke mache, bevor ich nach außen gehe. Ja? Darum geht es ja so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Gibt es denn aus deiner Sicht ist es überhaupt möglich, so eine Klassifizierung vorzunehmen von Quellcode? Welcher Quellcode ist sicherheitsrelevant? Welcher ist für unser Unternehmen relevant im Sinne von Regulatoriken? Das ist tatsächlich ziemlich schwierig abzugrenzen. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, einzelne Funktionen oder sowas, denen kann man jetzt nicht unbedingt ansehen, in welchem Kontext sie sind. Aber sobald ich hingehe und ganze Prozeduren, also Abläufe oder sogar ganze Programme reinzugeben, bin ich eigentlich immer in dem Feld Urheberrecht und Geheimnisse letztlich. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen versuchen zu sensibilisieren. Glaubst du, dass das so ein bisschen auf ein Unternehmen abstrahlt, wenn man so ein Thema adressiert? Oder anders gefragt, du hast es ja adressiert bei dem einen oder anderen Unternehmen, hat man sich das dann wohlwollend angehört oder ist das mehr oder weniger dann in den Tiefen der Unternehmenskommunikation versunken? Ich habe zum Teil leider wenig bis keine Rückmeldung bekommen auf meine Hinweise. Hat das dann damit zu tun, dass die Frage, wer ist im Unternehmen überhaupt für solche, wie soll man sagen, für solche Aufgabenstellungen zuständig, hat das damit zu tun? Ist ja teilweise schwer einzuordnen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, weil ich sag mal, die Dinge sind in der Entstehung. Das sind viele neue Sachen, die jetzt da sind. Und ich denke, da gibt es aktuell zumindest noch keine offiziellen Verantwortlichen dann so richtig. Also. Ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir schon eingestiegen sind. Code ist technisch, ne? Das versteht man jetzt nicht wirklich. Wenn ich es nicht verstehe, versteht es vielleicht jemand anderes da draußen auch nicht. Also da geht es ja so ein bisschen auch um die Frage, wie kann man das einordnen, was dort an Daten, an Informationen eingebunden ist, die möglicherweise fürs Unternehmen von Bedeutung sein können. Wie würdest du, wenn du jetzt die Verantwortung für eine solche Entwicklungsplattform oder für eine Entwicklungsumgebung hast, wenn es darum geht, kollaborativ zusammenzuarbeiten, also mit Menschen, die an unterschiedlichen Lokationen arbeiten, die möglicherweise auch zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, die aber gleichzeitig oder zusätzlich ein KI-Tool verwenden wollen. Was würdest du aus deiner fundierten Entwicklersicht tun? Ich würde erstmal versuchen, diese Systeme so weit wie möglich abzusichern, im Sinne von so wenig Erlaubnisse an die KI-Tools wie möglich. Müsste mich natürlich auch informieren, was steht in den Regularien der einzelnen Tools und LLMs, die ich anbinde. Müsste auch die Mitentwickler entsprechend informieren und schulen. Und ich sag mal, alles, was mit KI dann angefasst oder verändert wird, müsste weiterhin trotzdem von einem Menschen kontrolliert werden. Also bist dann schon der Auffassung, dass man durch
Regeln und Verträge einen gewissen Teil davon sich absichern kann? Ja, wir werden in Zukunft vermutlich darauf vertrauen müssen, weil die Entwicklung eben dahin geht, dass immer mehr dieser Tools eingebunden werden. GitLab Duo zum Beispiel ist ja nur ein Beispiel. Deshalb im zweiten Schritt, die letzte Instanz ist dann der Entwickler, der auch ein Stück weit darüber entscheiden muss, kann ich jetzt diesen Codeteil, sollte ich diesen Codeteil an das Werkzeug übergeben oder nicht? Wäre das ein Weg? Vermutlich wäre das eine vernünftige Restriktion, ja. Wie hoch würdest du das Risiko dann einschätzen? Ich meine, es gibt ja immer, wie soll man sagen, wenn ich ein Haus habe und es ist nachts unbewacht und ich lasse die Haustür offen stehen, dann habe ich ein höheres Risiko, dass dort jemand einsteigt, als wenn ich die Tür abschließe. Wie hoch würdest du das Risiko, das über diesen Weg, den wir heute beschrieben haben, für ein Unternehmen, was passiert, einstufen? Es ist zumindest deutlich geringer, als wenn man eben sich nicht damit befasst und diese Konfigurationen außer Acht lässt. Ja, ich ziehe so ein bisschen drauf ab, habe ich überhaupt Möglichkeiten, diese Fragestellung der Sicherheitsrelevanz zu beantworten? Ich kann mich ja dafür sensibilisieren. Wenn mir aber die Handhabe fehlt oder wenn die Vorteile der Nutzung diesem Risiko überwiegen, dann entscheide ich mich möglicherweise Eher gegen die Tools, ja. gut. Wäre das dann quasi die Botschaft? Wenn ich mir am Ende des Tages nicht sicher bin, sollte ich es lieber lassen? Das ist zumindest das, was wir aktuell in unseren Projekten machen. Da wir keine ausdrückliche Information haben, wie diese Konfiguration jetzt nach außen aussieht, was da genau angebunden ist, haben wir gesagt, wir schalten in unserem GitLab-Umfeld jetzt erstmal diese Tools komplett ab und lassen die gar nicht auf unseren Code los. Wunderbar, Ulrike, vielen Dank für deine, zum einen gute Idee, für deinen guten Input. Wir hoffen, dass wir ein ganz kleines bisschen sensibilisieren konnten für dieses sicher nicht leicht zu transportierende Thema. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir werden sicher das ganze Thema weiter beobachten und sollte sich eine neue Erkenntnis ergeben, werden wir uns sicher nochmal zusammensetzen. Danke dir und Ihnen vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.